Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf W60 und ja, hier ist nach wie vor immer noch die Challenge aktiv. Wir haben es jetzt momentan, gerade wo ich das aufnehme, hier den 13. Tag seit Serverstart und ich habe es hier auch nochmal in die Beschreibung geschrieben. Ich werde das hier jeden Tag mal aktualisieren, welchen Tag wir gerade haben, damit das für euch im Video ein bisschen ersichtlicher ist und für mich als Merker auch ganz gut ist, der wievielste Tag denn heute eigentlich ist. Und ja, für die Leute, die es nicht vielleicht so ganz mitbekommen haben, die Challenge lautet, dass ich in 200 Tagen Stufe 400 erreiche. Ansonsten kommt der Bart ab. Ja? Und am 6.6.2023 ist W60 dann 200 Tage alt. Das heißt, an dem Tag muss ich es geschafft haben, spätestens am 6.6. Wenn ich es am 7.6. nicht geschafft haben sollte, Stufe 400 zu erreichen, dann muss der weichen. Ja? Und ja, es sieht bisher okay aus. Wir haben Tag 13 jetzt gerade. Wir werden heute wahrscheinlich Stufe 200 plus erreichen. Und das geht zum Anfang natürlich immer relativ flotti karotti, aber nachher wird es natürlich ein bisschen zäher. Und ja, dementsprechend auf dem Server mache ich hier auch keine Dungeon-Pause. Das würde sich bis Stufe 400 nicht lohnen. Und wir gucken einfach mal, was wir heute so reißen können. Ich bin guter Dinge. Der Rekord für den Magier war bisher gewesen in, was war das? In 180 Tagen oder so war, glaube ich, der aller schnellste. Der Rekordhalter halt eben bei 180 Tagen mit dem Magier. Ist nicht die beste Klasse zum Pushen, natürlich nicht, aber auf dem Berserker habe ich keinen Bock gehabt auf W60 und ich wollte einfach die neuen Sachen, die neue Dungeon-Ansicht, alles was hier so neu ist, wollte ich einfach nochmal mit meiner Main-Klasse, mit dem Magier, nochmal neu erkunden, durchspielen und deswegen habe ich mich auch für die Klasse entschieden, weil ich halt auch nach den 200 Tagen auf den Server hier aufhören werde. Danach ist hier finito, Schluss, Ense, Sense. Für 4 Accounts habe ich, wie gesagt, keine Zeit, die zu bespielen ordentlich und deswegen, ja, ist das hier mein, sage ich mal, Kurzzeitprojekt auf W60. Ja, ich würde sagen, bevor wir hier überhaupt was machen, ich habe an Tag 13 noch gar nichts gemacht hier, gehen wir zuallererst erstmal in die Dungeons rein. Wir haben ja den Elevator auch hier abgeschlossen, wir sind auf Platz 13 gelandet, sind damit in der 4. Belohnungskategorie kategorisiert worden, ja, und haben gut was bekommen. Wir haben auch einen schönen Edelstein hier am Start, der carryt natürlich auch ordentlich rein. Und ja, ich habe die Beschreibung gerade geändert. Ich muss, glaube ich, noch hinzufügen, dass danach denn für mich hier auf dem Server dann auch Sense ist. Wir werden zuallererst mal gucken, dass wir hier vielleicht noch ein Ausdauertränkchen bekommen, was wir hier uns noch genehmigen können. Ja, haben wir aber leider allerdings nicht das Geld dafür zusammen. Na gut, dann gehen wir gucken erstmal in den Licht-Dungeon rein. Mal schauen, was hier denn alles so fällt. Ich habe hier jetzt noch keine weiteren ja, Berechnungen oder irgendwas hier durchkalkuliert oder so. Wir machen das einfach, ja, so, wir testen es einfach mal, wir testen uns ran, uns jagt keiner, wir haben eigentlich noch genug Zeit und wir schauen mal, wie weit wir kommen werden. Ne? So, Stufe 200 haben wir auf jeden Fall jetzt erstmal erreicht. Das ist schon mal ganz nice, damit haben wir auch den nächsten Dungeon freigeschaltet. Und ja, schauen wir. Oh, nice, wie weit wir kommen. Ich muss sagen, tatsächlich, der Elevator hat sich auch richtig bemerkbar gemacht, beziehungsweise der Legendary Gem ist ein Gamechanger zum Start hier, weil es ist ja noch kein legendärer Dungeon erschienen in der Zeit. Das heißt, wir können auch noch gar keine legendären Steine finden. Und deswegen ist das natürlich ultra nützlich, dass wir jetzt hier schon so einen orangen Edelstein am Start haben. Für die Leute, das ist heute ein sehr informatives Video, für die Leute, die sich fragen, woher bekommt man die oder wie kann man die finden, entweder beim Elevator oder halt eben, wenn ihr Edelsteine aus der Mine befördert. Und dazu müsst ihr aber, wie gesagt, mindestens einmal in einem legendären Dungeon gewesen sein und einmal 100 Etagen durchgerannt sein, sodass ihr zumindest ein einziges legendäres Item hier in euren Sammelalbum euer eigen nennen könnt. Ab da an habt ihr dann die prozentuale Chance, einen orangen Edelstein zu finden. Umso mehr Einträge ihr von den legendären Einträgen habt,
desto höher wird die Chance, einen orangen Edelstein zu finden. Ja, so, dazu erstmal das Grundlegende. Jetzt machen wir mal weiter. In den Dungeons, Stufe 202, sehr nice. Ansonsten ja, Festung, bin ich jetzt kurz vor Ritterhalle Stufe 10. Ich habe hier keinen Partner auf dem Server, möchte ich auch nicht, weil ich hier nur sehr sporadisch meine Kämpfe mache und ja, versuche trotzdem irgendwie immer ja, mit der Gilde einigermaßen aufrecht zu halten, sag ich mal. Also, ne, dass ich da jetzt nicht hinterher hinke oder so. Aber ich habe einfach auf die Festung, ich muss es ehrlich sagen, ich habe auf die Festung und die ganzen Kämpfer, ich habe keinen Bock. Ich habe da wirklich gar keinen Bock drauf. So, und deswegen, ja, das ist mein Kryptonit. Ich lasse es sein. So, dafür hauen wir jetzt mal auf den Führerhaufen ein hier. Mal schauen, ob der heute auch liegen will. Wäre natürlich sehr cool. Mal gucken, wie es aussieht. Die Tries sehen schon sehr nice aus. Und sind wir gerade von 202 auf 205 gekommen? Holy shit, wir haben gerade 3 Level übersprungen, oder? Das ist ja mal absolut heftig. Ja, sehr cool. Freut mich. So, mal gucken. Oha! Und direkt der nächste. Boah, Alter. Es geht voran, Junge. Nice, 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 nice. Und da sind wir auch schon beim letzten, beim Endboss. Der gibt uns ein garantiertes Epic. Und hier oben sieht man auch schon direkt den nächsten Schlüssel für den nächsten Dungeon. Das heißt, wir können uns auch hier erstmal schon mal unseren Pot grabben. Wir können auch mal irgendwie noch ein bisschen, ja, für Vorrat sorgen. Wir haben jetzt nicht allzu lange die Tränke. Ja, die nehmen wir mit. Komm, für Gold nehmen wir mit. Ist jetzt noch nicht allzu teuer hier alles zum Anfang. Und ja, vielleicht noch ein Ausdauerpot, dann ja, bin ich erstmal zufrieden soweit. So, mal schauen. Kriegen wir den Endboss hin? Und wir sind jetzt gerade mal, wir haben jetzt gerade mal einen Dungeon getried, ne? Wir haben jetzt gerade mal einen einzigen Dungeon getried. Schon sehr cool. Den kriegen wir auch noch definitiv. Ich sage euch, ich habe eine neue Waffe bekommen, die Gitarre. Finde ich auch sehr nice als Mage. Wie gesagt, ich finde Mage ist einfach, wenn ihr mich fragt, für mich persönlich, ne, alle Berechnungen und Kalkulierungen, was irgendwie ja, das Beste ist in der Situation und hier in dem Bereich des Spiels. Für mich persönlich meine ganz eigene Meinung, ja, natürlich auch, ja, wie heißt es, eingenommen, nicht voreingenommen. Also ich bin schon sehr eingenommen, das ist schon eine sehr eingenommene Meinung. Also für mich persönlich, der Magier, meine Lieblingsklasse, nach wie vor immer noch, ne? So, komm, der Belzeboss, der muss jetzt liegen hier. Das wäre noch nice, ein Epic zu bekommen, wäre ultra sick. Vielleicht ein schönes Epic und dann noch den Schlüssel noch gleich dazu. Wäre schon heftig auf jeden Fall. Und danach können wir auch mal gleich in andere Dungeons reinschnuppern, wie weit wir da sind, wie es da aussieht. Ah, der Belzeboss, ja, der ziert sich noch ein bisschen. Der will noch nicht so recht. Ansonsten, wir haben noch ganz, ganz viele andere Etagen, die ich auch noch nicht großartig hier gemacht habe. Und deswegen können wir da auch erstmal reinschauen, bevor wir vielleicht nochmal zum Schluss in die Lichtwelt gucken. Wir können mal hier reinschauen, ja? Wir sehen denn, oh, okay, alles klar. Gut, ich habe nichts gesagt, da kommen wir jetzt erstmal nicht weiter. Hier ist der 10. Wie sieht es denn hier aus? Der ja, oh, alles klar. Gut, dann lassen wir euch erstmal hier in Ruhe. Dämonenportal machen wir ganz zum Schluss. Märchenturm können wir auch gleich nochmal machen. Da habe ich auch noch ganz viele Etagen vor mir, die auch noch komplett free sind. Und hier, ja, sehen die Gegner auch relativ free aus, würde ich sagen. Ja, na komm. Na komm, also ist ja jetzt hier nun wirklich, ne? Sehr nice. So, wir kriegen ein paar neue Sachen vielleicht für die Begleiter. Ja, Edelsteinsockel fügen wir mal hinzu. Stein gewinnen wir raus. Let's go. So, hier haben wir eine Stärkekarte. Okay, die ist tatsächlich gleichwertig. Ist natürlich auch nicht verkehrt. Gucken, neuen Gegner hier. Ich nehm hier immer alles, was ich kriegen kann. Ja, also auch wenn sich eine Partnerschaft natürlich mehr lohnen würde, aber das ist mir einfach alles zu zeitintensiv, sage ich euch ganz ehrlich. Schattenwelt. So, gucken wir mal weiter. First Try. Holy shit. Alter, und Stufe 208. Sehr nice. Die Gegner fallen hier nur förmlich so um. Und ja, jetzt kommen wir auch ein bisschen in der Schattenwelt weiter. Wir gehen auch gleich nochmal in den Märchenturm rein, denn dort bekommt man natürlich auch nochmal sehr viele gute Gegenstände,
die man den Begleitern anziehen kann. Und meine Begleiter sind, weiß Gott, noch nicht gut equipped. Und ja, deswegen, da kann man auch noch ein bisschen was machen. So, was haben wir hier? Ja, die ist auch besser, die Waffe. Steingewinnung, rein da, zack, let's go. Ein starker Gegenstand hier. Ja, wie sieht es eigentlich bei den anderen aus? Kann das noch jemand hier mehr gebrauchen hier? Ja, ich würde sagen, hier der Bertram ist schon prädestiniert auf jeden Fall. Steingewinnung auch, zack. So, und hier haben wir noch Schuhe für einen Morgwort, die sind auch wieder besser. Und auch hier die Steingewinnung natürlich, sind auch gute Upgrades auf jeden Fall. Ja. Und da haben wir schon wieder ein besseres Item. Das, was wir gerade hier neu equipped haben, werden wir auch gleich wieder zerlegen. Das ist natürlich, hätte man natürlich vorher ein bisschen drauf achten können. Ne? Habe ich jetzt nicht gemacht, das ist natürlich ein Fail. Aber was willst du machen? So, der nächste Dungeon liegt. Mal gucken, wie sieht es mit den übernächsten aus hier? Der 9. von 10. Dann haben wir heute schon gut Progress gemacht auf jeden Fall. In dem Levelbereich ist es auch immer sehr angenehm zu pushen. So, Wirbelwind ist natürlich, ne, da geht natürlich immer ein bisschen was. Da habe ich jetzt auch schon lange Zeit nicht mehr gepusht. 209 haben wir erreicht, sehr schön. Da können wir uns schon mal ein gutes Polster aufbauen für die nächste Zeit. Ne? Weil wenn man es jetzt so runterrechnen würde, ich muss Stufe 400 erreichen in 200 Tagen. Ne, dann kann man sich das natürlich ausrechnen. Ich müsste auf die 200 Tage jeden Tag 2 Level machen. Deswegen, und wir haben jetzt in 13 Tagen jetzt 209 Level gemacht. Ich muss den Schnitt natürlich auch hinten raus halten können. Ne? Das, was ich jetzt hier halt vorlege. Ne? Und hinten raus wissen wir halt eben alle, da wird es halt eben ein bisschen krimineller, ein bisschen komplizierter. Das wird schwierig, das dann auch einzuhalten, den Schnitt. So. Jetzt haben wir ein paar Etagen geballert. Ich will eigentlich gar nicht zu viel verballern. Wir haben natürlich jetzt schon ein bisschen was geleistet hier, aber man bedenke natürlich auch, es kann natürlich auch immer ein Hexen-Event um eine Ecke sein, ne? Und da können wir natürlich auch immer noch mal ein bisschen was rausholen. Ne? Dann können wir den Wirbelwind auf jeden Fall besser nutzen, als wenn wir das Ganze ohne Hexen-Event halt hier spielen. Ne? Vielleicht spare ich mir da ein paar Etagen noch auf. So, Märchenturm können wir rein. Ganz easy. Müssen wir jetzt auch machen, denn wir brauchen definitiv, bevor ich die Alu spiele, brauche ich die Boni aus dem Märchenturm hier. Definitiv. Weil wir halt hier auch wieder krasse Handschuhe. Weil wir halt hier natürlich auch für die Alu dann, also dass wir da dann halt besser questen, ne? So, Steingewinnung, jetzt haben wir erstmal vorher geguckt, ich wollte gerade die anlegen hier, aber die anderen wären natürlich, oder sind natürlich besser, ne? So, Kundschafter. Oh, die hat noch gar keinen Gürtel, umso besser. Geschick, auch nochmal ein gutes Upgrade hier. Die kann man auch hinzufügen hier, sehr schön, warte. Steingewinnung, raus da, zack. So, hier haben wir auch noch Handschuhe, die hätte ich vielleicht auch noch vergleichen können. Ja, nee, sind jetzt nicht besser, haben wir Glück gehabt. Aber das Teil hier, gut, können wir auch gleich nochmal austauschen. Okay, sehr nice, sehr, sehr nice. So, wie sieht's hier aus? Okay, das Teil hier 63. Ja. Ach, komm, dann geben wir das hier dem Marquardt. So, und auch hier die Steingewinnung. So, dann sind die Begleiter doch schon mal ganz gut equipped. Dann können wir nochmal in der Schattenwelt gucken. Haben wir jetzt hier irgendeinen Unterschied erlangt dadurch? Nee. Aber wir machen erstmal weiter Märchenturm. Das ist essentiell wichtig, dass wir hier noch ein paar Prozente hinzukriegen. Für die Alu. Huch, da ist der Märchenturm verschwunden. Müssten wir viel früher machen, so vom Ding her. Hallo, was ist denn mit dem Märchenturm verkehrt hier? So, ein paar Etagen gehen, denke ich mal noch, hoffentlich. Mal schauen. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt geht nichts mehr hier, oder was? Oh, wir haben eine Waffe. Eine Stärkewaffe. Die ist zwar besser von den Stats her, aber die Spanne ist nicht so nice. Hier haben wir eine bessere Rüstung. Das heißt, das Ding auch zerlegen. Jetzt haben wir keinen Platz mehr.
So, wie sieht es denn hier aus? Besseres Item. 63, deutlich besser hier. Auch wieder den Edelsteinsockel, Stein. Wir müssen noch ein paar Steine gewinnen auf jeden Fall für die Begleiter auch. So, das tauschen wir auch hier gegen das All-Stat-Item. Und auch hier die Steingewinnung raus. Das ist immer das teuerste hier. Das ist, geht richtig in die Pilze auf jeden Fall. Ne, das nehmen wir nicht. Das auch nicht. So. Und das Gute ist auch beim Märchenturm tatsächlich bekommt man auch sehr, sehr viel Gold. Das ist ein netter Nebenaspekt auf jeden Fall, der nicht zu vernachlässigen ist. Für den Main-Char auch sehr, 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 sehr wichtig. Das könnten die Setpunkte sein, die uns jetzt vielleicht beim Beelzebub in der Lichtwelt noch fehlen. Aber gucken wir mal, ob wir noch eine Etage legen können im Märchenturm. Wir sind jetzt bei 26. Wir haben gut Progress gemacht, wie man hier sieht. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Bisschen zugespammt den Chat hier auf jeden Fall. Das kann man immer mal machen, das ist ganz nett. So, gehen noch ein paar. Kommen wir noch bis zur 30. oder was? Ja, 29. Das Lämmlein. Wie sieht es mit dir aus? Ja, sehr schön, nochmal eine neue Waffe. Für einen Bertram. Der hat leider eine neue, deswegen cooler wäre gewesen für einen Marquardt oder Kunigunde oder so. Das wäre nochmal huge. Aber der Donkey Shot, der will jetzt erstmal nicht. So, Kriegerwaffe. Ja, auch wieder besser von den Stats. Spanne ist aber nicht so cool. Auf jeden Fall. Gut, das ist ein Stärke-Item hier. So, Stärke Brustpanzer. Ja, komm, rein damit. Sehr schön. So, Geschickbart. Dreier-Stat. Es geht natürlich immer drüber, ne? Das Ganze nochmal ganz wichtig zu erwähnen, für die paar Stat-Punkte macht's bitte nicht nach. Das sind Sachen, die lohnen sich jetzt nicht extrem, es sei denn, ihr wollt halt wirklich ja, nach vorne pushen, aber selbst dann kommt ihr da halt auch über die Zeit hin und wechselt da jetzt nicht irgendwie blind, so wie ich, so für 20 Stat-Punkte oder so jetzt Items. Das ist jetzt nicht sehr erstrebenswert, vor allen Dingen für die Pilze, die man hier ausgibt, ist das natürlich auch immer sehr kostenintensiv. Deswegen, da hetzt euch keiner, lasst euch Zeit. Da kommt man früher oder später gewiss hin. Ja, gut, dafür wechsle ich das jetzt auch nicht für die 6 Stat-Punkte. Ja, jetzt sind wir schon mal... Oh, nice. Liegt der sogar noch? Oha. Sehr gut. Liegen sogar noch 2 hier. Okay. Oh, das ist wiederum ein heftiges Upgrade. Also da kann man das schon mal machen. So, Steingewinnung. Zack, so was haben wir hier. Ein Jochtel. Ne, nehme ich nicht. So, jetzt müssen wir mal ein paar Items loswerden hier. Kriegen wir nicht mehr zerlegt hier. Wechseln wir aus. Kann eigentlich alles weg, scheiß drauf. So, es war verschwendet irgendwo, verschwendete Ressourcen. Aber ey, ich spiele hier eh nicht sehr lange auf dem Server, von daher ist es jetzt nicht ganz so tragisch auf jeden Fall. Okay, der Hase ist, glaube ich, erstmal nicht legbar, also schon, aber ja, geht auf jeden Fall auch in die Pilze. Wir gucken nochmal in die Lichtwelt rein. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob mit den neuen Skillpunkten, die wir jetzt hier erlangt haben, ob wir da weiterkommen. Wirbelwind sparen wir uns erstmal auf. Ich hatte überlegt, machen wir hier weiter, machen wir nicht weiter. Sparen wir uns erstmal auf. Wir kommen ja jetzt auch in der Schattenwelt auch ein bisschen weiter. Den dritten Dungeon, ja, den Schlüssel, den finden wir halt in der Edelsteinmine. Den sollten wir jetzt eigentlich hier raus befördern können. Jawohl. Und da sollten wir eigentlich auch nochmal ein paar besiegen können. Ne, man braucht immer 5 Etagen von dem Schatten-Dungeon, dass man den nächsten durch die Mine halt freischalten kann. Mal schauen, wie weit wir jetzt hier kommen. Den ersten haben wir besiegt, relativ easy noch, aber der zweite sieht auch schon wieder böse aus. Ah, okay. Haben wir auch noch gerade so bekommen. Eine neue Waffe haben wir. Für einen Marquardt, ne? Ja, die kann man nehmen. Ist besser als die 3 Stat. Edelsteinsockel, Steingewinnung, let's go. Boom, haben wir das auch. Und ein Geschick extra, ist aber nicht so nice. Ja, gucken wir nochmal in die Schattenwelt. Vielleicht liegt noch die Tarantel hier. Und dann haben wir doch hier schon mal gut durchrasiert hier für die Zeit, ne? In den 20 Minuten haben wir doch gut Level gemacht hier, auf jeden Fall. Hätte ich nicht gedacht, dass wir noch so viele machen. So,
der 4. Dungeon. Wenn wir den 5. jetzt noch besiegen, dann kommen wir auch in den, ja, nice, kommen wir auch in den nächsten Dungeon gleich geschmeidig rein. Mal schauen, wie sieht es mit dem Gegner aus hier. Ist der noch machbar? Ja, der sieht schon wieder nicht mehr so gut aus. Aber wir können direkt den nächsten Schlüssel finden. Zack. Achso, haben die Lichtwelt hier erstmal noch einen Dungeon freigeschaltet, aber in der Schattenwelt sollten wir eigentlich auch. Genau. Oh, nochmal Lichtwelt. Das ist jetzt, ja. Jetzt haben wir aber einiges freigeschaltet hier. Holy shit. So. Da haben wir den. Auch für die Lichtwelt. Was schalten wir denn alles frei? Für die Lichtwelt hier. Mein Gott. Digga, was ist das denn? So, nächster Schlüssel. Nochmal Lichtwelt. Alter, jetzt unlocken wir hier alles, oder was? Holy shit. Ja, das habe ich halt, ja. Das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Dass wir hier noch so viel unlocken. Aber das sind, glaube ich, alles Gegner. Da brauchen wir nicht großartig reintryen hier. Ja, umso schwerer werden wir die. Umso schwerer werden die. Wir haben jetzt zwar einiges hier freigeschaltet, aber bringen tut das Ganze jetzt noch nicht allzu viel tatsächlich. Ich sehe gerade der Gürtel. 163. Ah, der ist sogar besser hier schon. Der ist schon besser. Den könnten wir eigentlich auch schon direkt hier mal. So. Steingewinnung. Können wir eigentlich auch anlegen. Verbessere ich mal 8 mal. So, was sagen die Schuhe? Plus 44. Ja. Graham war auch noch hier rein. Zack. So, aber für die Schattenwelt haben wir jetzt noch nicht freigeschaltet hier, ne? Wir sind bei 5. Bezwinge. Achso, ich musste den 5. muss ich bezwingen auch noch. Okay. Also nicht 5 freischalten, sondern 5 bezwingen. So, wenn wir jetzt beim nächsten sind, dann schalten wir den für die Schattenwelt auch noch frei. Ja, ich weiß nicht, ob wir den noch besiegt bekommen hier. Wie sieht es eigentlich mit Verzauberung aus? Okay, da sind wir bei 50%. Wir kriegen dann auch die Schuhe als erstes. Ja, dafür haben wir viele andere Dungeons geunlockt, die ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja. Gucken wir nochmal zu dem Belzebub. So, da bin ich jetzt gespannt, ob wir den noch kriegen hier. Ah, der sieht gut aus. Gute Tries dabei hier. Komm, der muss gehen. Ja, und danach haben wir hier den Endboss besiegt und kriegen ein garantiertes Epic. So, das wäre doch noch ganz fresh, wenn wir den noch besiegen können. Komm, Digga, jetzt mach keine Anstalten hier. Du bist so knapp vorn fallen. Der war auf 60k runter. Ich hab's gesehen. Das kann nicht sein. Komm, Junge. Da muss aber jetzt noch was gehen hier. Ey, komm. Digga, der ist so knapp gewesen jetzt hier, ne? Das kann nicht sein. Du kannst mir jetzt hier nicht hängen lassen. Holy shit, komm. Ja, geht doch. Stufe 213, sehr schön. Und damit auch den nächsten Dungeon hier auch geöffnet. Ja, der 13. Stock. So, Helgor. Ja, das sieht wiederum ein bisschen kritisch aus. Ich glaube, für die heutige Folge soll es das erstmal gewesen sein. Wir haben hier einen extrem guten Push, würde ich mal sagen, hingelegt. Ja, mit was haben wir angefangen? Mit, ich glaube, 198, 199 oder so. Ja, und sind jetzt auf 213 gepusht, mal eben ganz kurz. Ja, kann man doch mal machen. Wir brauchen noch einen Ring für einen Bertram auf jeden Fall. Und ansonsten hier nochmal das Item wechseln für den Marktwart. Ja, war es das erstmal für die Folge. Wir haben ein bisschen gut gemacht, ein bisschen aufgeholt, ja. Ich glaube, mein Bart, ja, mal schauen, der könnte eventuell noch dran bleiben. Wollen wir es mal hoffen. Wir werden uns definitiv noch weiter verstärken hier auf dem Server und versuchen immer noch, mit das Beste rauszuholen, so, ja, wie ich halt Bock habe. Auf die Festung, sage ich euch ehrlich, habe ich keinen Bock. Aber auf Dungeons ballern, ja, da sehe ich mich auf jeden Fall. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.